Moin liebe Lüt, ihr erinnert euch an das Video von vor wenigen Tagen. Da habe ich ein bisschen Sorgen um meinen Diesel gemacht und habe eine kleine Dieselprobe gezogen. Ich habe die nochmal extra ganz ruhig hingestellt. Jetzt führe ich euch mal dicht ran und habe sie sich absetzen lassen. Also eine Wasserschicht hat sich nicht abgesetzt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ganz leicht trüb ist. Es ist eigentlich schön goldgelb, so wie es sein soll. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gehört. Ob das normal ist, dass dieser so aussieht. Aber wie ich im letzten Video schon gesagt habe, ich gehe auf Nummer sicher und mache eine Schockdosierung mit dem entsprechenden Additiv von Liquimoli zur Beseitigung von Dieselpestbakterien. Damit habe ich ein besseres Gefühl, dass ich mir hier mein Dieselsystem nicht allmählich dann mit den Bakterien infiziere, denn das ist nachher dann die große Krux. Ich habe auch sonst einiges an Neuigkeiten zu dem Thema für euch. Geht gleich nach dem Intro damit los. Ich habe mich nämlich mit der Dieselpest noch mal weiter beschäftigt. Was ist da eigentlich tatsächlich Ursache? Wie sind die Zusammenhänge? Wie ist die beste Vorgehensweise? All das werdet ihr in diesem Video kennenlernen. Inzwischen ist dann auch das Dieseladditiv da hier, das Antibakterien-Dieseladditiv von Liquimoli. Da kommt die Tankanzeige. Ganz voll ist er, so wie es scheint, gar nicht mehr. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, vor etwas über einem Monat bin ich ja nach Glückstadt gefahren, als Bewegungsfahrt, damit meine Bremse nicht festgammelt. Bei dieser Fahrt bin ich nach Glückstadt gefahren, das Video kann ich euch hier nochmal verlinken. Da gab es halt auch Neuigkeiten zu dem Stellplatz, dem Wohnmobilstellplatz in Glückstadt an der Elbe. Durchaus ein interessantes, unterhaltsames Video, wie ich finde, weil ich habe da so einen richtig schönen Frühjahrssturm mit abgekriegt. Ja, bei der Gelegenheit habe ich ein bisschen was aus dem Tank rausgefahren. Das kommt mir jetzt zugute. Denn jetzt ist ein bisschen Platz im Tank und ich kann die Schockdosierung jetzt doch schon gleich direkt hier vor Ort in meinen Tank einfüllen. Wenn ihr das nicht könnt, fahrt euch ein kleines bisschen Platz in den Tank. 1:200 ist die Schockdosierung, also 1/200 mal eurem Tankinhalt, den ihr jetzt tatsächlich auch gefüllt habt. Es geht ja darum, wie viel Diesel ihr wirklich drin habt. Es geht nicht um euren theoretischen Tankinhalt. Wenn ihr ihn also nur halb voll gefüllt habt, dann sind es entsprechend nur 25 Liter, mit denen ihr rechnen müsst. No? Ich habe hier jetzt mal exemplarisch gerechnet, 1/200 mal 50 ergibt 0,25 Liter oder 250 Milliliter. Das ist ein Viertel von dieser Dose. Ich habe jetzt 90 Liter, das heißt, ich rechne jetzt nochmal. Tatsächlich habe ich ein bisschen weniger. Ich würde also schätzen, dass ich so ungefähr bei 85 dürfte ich wahrscheinlich so ungefähr sein. Also rechnen wir 1/200 mal 85 ist gleich 425 Milliliter. Und jetzt ist es das Günstige, dass hier in der Messkappe 25 Milliliter die Einheit sind. Diese 425 Milliliter muss ich jetzt durch die 25 Milliliter der Dosierhilfe jetzt teilen. Und dann seht ihr es schon hier im Ergebnis, ergibt 17 solche Messkappen, die ich jetzt in den Tank einfüllen muss, damit ich die Schockdosierung vornehme. Für die Normaldosierung habe ich euch das jetzt auch nochmal ausgerechnet. 1:1000 ist hier die Maßgabe. Mal 90 Liter Tankinhalt in meinem Fall, auch wieder auf den vollgetankten oder voll zu tankenden Tank gerechnet. Das wären dann 90 Milliliter. Bei 25 Milliliter wären das 3 und eine fast volle vierte Kappe, die ihr dann zugeben müsst von diesen 25 ml Kappen. Dann hättet ihr eine Normaldosierung vorgenommen für eine Tankfüllung, zum Beispiel bevor ihr das Fahrzeug für den Winter länger wegstellt. Also an den Tank. Jetzt öffnen wir hier Kindersicherung und hier kommt jetzt die Dosierhilfe zum Vorschein. 25 Milliliter.
Kappe Nummer 1. Vier. Jetzt habe ich ein bisschen geplätschert. Schnell einen Lappen holen, den hätte ich mir aber besser gleich parat gelegt. Aber so könnt ihr aus meinen Fehlern lernen. Also einen Lappen parat zu haben, ist hier echt nicht verkehrt. Die Dosierhilfe funktioniert zwar recht gut, aber so gut denn auch wieder nicht. Jetzt habe ich den Lappen auch darunter festgeklemmt. An und für sich geht das mit der Dosierhilfe ganz gut. Und 17. Hälfte ist noch drin. Das wird dann für die nächsten Jahre wahrscheinlich die Winterstabilisierung dann machen. Obwohl ich da euch auch noch einen weiteren Trick dann verrate. Naja, Trick. Die Kreuzfahrtcamper haben da auch schon einiges zu berichtet. Also von daher, ich will mir hier nicht alles auf die eigenen Fahnen schreiben. Die haben mich selber auch darauf aufmerksam gemacht. Deswegen findet ihr auch die beiden Videos erneut bei mir in der Videobeschreibung verlinkt. Denn die beiden haben das Ganze auf die ganz harte Tour leider lernen müssen. Bei denen war es dann wirklich der kapitale Motorschaden. So. Damit ist es jetzt nicht getan. Jetzt schwimmt das ja leider, weil ich ja den Tank jetzt erst voll gemacht hatte vor dem Winter. Jetzt schwimmt das ja oben rum, verteilt sich so ein bisschen natürlich beim Reinkippen, aber nicht komplett. Jetzt fahre ich zur Tankstelle und fülle den Tank randvoll auf. So richtig schön einen Schuss oben drauf. Hoffe, dass dieser Dieselstrahl das Ganze jetzt im Tank schon mal so ein bisschen anfängt zu verteilen. Und dann fahre ich das Fahrzeug zur Waschstraße rüber, weil Frühjahrsputz steht eh an. Und dann können wir hoffen, dass diese Fahrt den Tank so durchschüttelt, dass wir danach ein gut durchgemischtes Verhältnis haben. So. Die Starterbatterie ist auch schon ziemlich weit unten. Auch dafür ist es gut, jetzt mal wieder eine Bewegungsfahrt zu machen. So, Handbremse war nicht angezogen, damit die nicht festpackt. Es war stattdessen ein Gang eingelegt. Liquimoli sagt übrigens, dass dieses Additiv auch die Zündfähigkeit des Diesels verbessert. Wenn ihr also das Gefühl habt, er läuft geschmeidiger, er läuft runder, kann es durchaus daran liegen, dass dieses Additiv dort die Zündfähigkeit des Diesels verbessert hat. Auf geht's zu meiner Tankstelle. Habe Gott sei Dank tatsächlich eine Tankstelle in direkter Nachbarschaft. Da ist die Dieselsäule. 1,68,9 aktuell. Und jetzt, ja, es werden vielleicht 5-6 Liter werden. So, und auf das Ganze kommt jetzt frischer Diesel oben drauf. Da seht ihr es auch. Diesel B7, 7%. Hat das an Biodieselbeimischung. Da wird jetzt nicht viel reingehen. 7 Liter. Knappe 8. Immerhin. Gute 8 Liter habe ich reingeschossen bekommen. Habe auch nochmal nachgedrückt auf der Pistole. Da ist dann der letzte Liter so quasi noch voll geworden. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen für Verwirbelung im Tank gesorgt hat. Dass das Additiv sich jetzt dadurch schon mal so ein bisschen verteilt. Im Tank, im Diesel gleichmäßig. Ich habe jetzt 25 Kilometer Fahrt, einfache Strecke bis zur Waschstraße und danach ja auch die 25 Kilometer wieder zurück. So dass ich davon ausgehe, wenn ich jetzt hier normal über die Landstraße fahre, mit entsprechenden Erschütterungen, die ihr jetzt auch im Hintergrund hört. Die Straße hier ist eh nicht die allerbeste, dann sollte das Ganze so ein bisschen den Tank durchgeschüttelt haben. Jetzt kommen wir noch mal dazu, was ist überhaupt Dieselpest? Dieselpest ist letzten Endes ein Befall eures Dieselkraftstoffes,
mit Pilzen und Bakterien. Der Diesel selber ist dabei gar nicht so der Teil, der befallen wird, sondern üblicherweise der Wasseranteil, der sich bei euch im Tank bilden kann. Bereits der Dieselkraftstoff darf Wasser in sich gebunden haben in ganz, ganz geringen Mengen. Bei langer Standzeit kann sich dieses Wasser dann vom Diesel absetzen. Wasser ist schwerer als Diesel, bildet also ganz unten im Tank eine Wasserblase. Und jetzt kommt die Besonderheit, denn man hat schon den Eindruck, dass seitdem der Diesel B7 mit 7% Biodieselanteil auf den Markt gekommen ist, dass die Problematik mit der Dieselpest seitdem zugenommen hat. Das ist also häufiger zum Befall gekommen. Das lässt sich auch tatsächlich erklären, denn in dem Biodieselanteil sind wiederum andere chemische Verbindungen drin, die leichter als Nahrungsmittel, als Nahrungsstoff für die Bakterien und Pilze genutzt werden kann, als das in reinem mineralischen Diesel der Fall ist. Das ist also quasi der 7% Anteil bildet noch mal so ein kleines bisschen eine Futterquelle für die Bakterien, die gegebenenfalls sich dann im Wasser, in der Wasserblase im Tank dann vermehren können. Die bilden dann so eine schwarze, gräuliche, braune Pampe, die dann unten am Tankgrund dann sozusagen sich abgesetzt hat. Ein weiterer Aspekt ist, dass man versucht hat, Dieselkraftstoffe zusehends schwefelarm zu bekommen. Das ist natürlich gut für die Umwelt, wenn weniger Schwefel im Kraftstoff drin ist. Lassen wir den Milchlaster mal überholen, wa? Die Schwefelarmut führt jetzt dazu, dass die Stoffwechselprodukte, die die Bakterien, wenn denn der Tank befallen ist, deutlich korrosiver sind, also Biokorrosion quasi dann erzeugen, als das normal mit dem vorher üblichen schwefelhaltigen Kraftstoff der Fall gewesen wäre. Damit ihr auch mal seht, wie Dieselpest im Tank real aussieht, habe ich mich mit einem anderen YouTube-Kanal kurz geschlossen. Viele Grüße an Sailing Mera. Vielen Dank auch nochmal, denn die beiden haben es mir erlaubt, eine 30-sekündige Sequenz aus ihrem Video, wo sie sich mit der Dieselpest auseinandergesetzt haben auf ihrem kleinen Segelboot, dann hier wieder zu verwenden. Blende ich euch jetzt hier ein. So, jetzt sieht man das, also ein bisschen ist noch drin und jetzt sieht man natürlich auch sehr gut den Befall, den wir haben mit der Dieselpest. Aber ja, auswischen mit Bremsenreiniger haben wir einen Tipp bekommen, einmal alles auswischen. Und dann ist er wieder Chico. Dabei wird natürlich auch einmal überprüft, ob alle Schweißnähte halten. Texturen, ne? Oh, das geht auch gut. Das ist ja richtig schmottrig. Ne? Das ist super Schmodder. Da ist noch voll viel Zwiebel, mach noch weiter. Ja. Ja, so sieht das aus, Leute. Reinigt eure Tanks. Die Vorteile sind natürlich bei so einem Segelboottank, meistens haben die eine Revisionsklappe, auch nicht immer. Also manchmal ist auch dort sehr viel Zerstörung erforderlich am Boot, um überhaupt an des Übels Kern heranzukommen. Aber in diesem Fall, die hatten eine Wartungsklappe, konnten das aufschrauben und ihr könnt hier jetzt im Tank sehen, wie das in einem Tank dann aussieht real, wenn Dieselpest da drin ist. Vielen Dank dafür, dass ich diesen Schnipsel verwenden durfte. Woran erkenne ich nun, ob mein Fahrzeug mit Dieselpest befallen ist? Da wird es schwierig. Da wir im Gegensatz zu den eben gezeigten Sportbootfahrern meistens keine Revisionsöffnung am Tank haben, können wir nicht einfach in den Tank hineinschauen. Selbst wenn wir es könnten, dieser Schlamm, der sich bildet am Grund des Tankes, ist schwarz. Der Kunststoff von meinem Tank ist genauso schwarz. Ich befürchte, selbst wenn ich mit einer Kamera in den Tank hineinschauen würde, würde ich den Dieselschlamm dort oder den Dieselpestschlamm dort nicht erkennen können, dass er ein solcher ist. Erster Test wäre tatsächlich mal am Tank zu schnuppern. Wenn es da schon auffällig anders riecht als normal ein Dieseltank riecht, habt ihr ein Indiz. Die zweite, zuverlässigere Methode ist leider eine, die erst dann sichtbar wird bei unseren modernen Fahrzeugen, wenn schon viel Übles passiert ist. Im Tank wird ja am fast tiefsten Punkt abgesaugt, nicht ganz am tiefsten Punkt. Wenn aber der Dieselpestbefall so groß geworden ist, dass er in diesen Ansaugbereich hineingewachsen ist, oder wenn unser Tank mechanisch so erschüttert wird, dass sich ein Stück was von der Tankwand löst und frei im Tank umherschwimmt und dabei angesaugt wird,
dann gelangen diese Schlammanteile in unseren Dieselfilter. Und wenn wir bei der Inspektion gesagt bekommen, Ihr Dieselfilter hat aber ziemlich schlimm ausgesehen, dann können wir davon ausgehen, dann wäre es auch sehr interessant, sich den Dieselfilter nochmal genauer anzugucken, dass da tatsächlich ein entsprechender Befall da sein wird. Eine gute Werkstatt wird euch dann aber auch auf die Problematik hinweisen und euch dann auch empfehlen, was jetzt entsprechend zu tun wäre. Die Endstufe vom Merken ist dann, wenn euer Fahrzeug einfach nicht mehr anspringt. Dann ist nämlich der Dieselfilter so verstopft, dass keine Durchflussmenge mehr da ist, dass also zu wenig Diesel am eigentlichen Motor ankommt. Wenn es nun bereits so weit ist, dass euer Fahrzeug nicht mehr anspringt, dann ist allerdings leider schon Holland sehr in Not. Denn dann muss man leider davon ausgehen, dass mindestens Teile des Systems bereits mit Bakterien befallen sind. Und jetzt kommt die Biokorrosion mit ins Spiel, die ich vorhin mal erwähnt habe. Die modernen Motoren, Euro 6 haben und auch Euro 5 auch schon, eigentlich alle moderneren Diesel haben zum Teil schon seit ungefähr 2010, 2011 ist die Technologie dort wesentlich weiterentwickelt worden. Sehr hohe Einspritzdrücke und sehr empfindliche Einspritzdüsen. Wenn die Dieselpest sich also im gesamten Einspritzsystem bereits verteilt hat, kann das zu Biokorrosion führen an den Einspritzdüsen und dann wird man um einen Austausch nicht herumkommen. Bei Fiat und Citroën sieht das wohl ähnlich, ist ja derselbe Konzern, gehört jetzt zum Stellantis-Konzern. Da soll es dann also auch so sein, dass die bei einem Befall mit Dieselpest vorschreiben, den Vertragswerkstätten, dass die gesamte Einspritzanlage komplett zu tauschen ist durch Neuteile. Also neue Einspritzpumpe, neue Einspritzdüsen, sämtliche Leitungen getauscht, Tank getauscht, Dieselpumpe aus dem Tank logischerweise auch getauscht. Alles, was damit in Kontakt kommt, ist auszutauschen. Da reden wir dann schon von einem locker 5-stelligen Betrag. Ja, unverhofft kommt oft. Eigentlich wollte ich jetzt nach dem Waschen hier nochmal meinen Luftdruck kontrollieren, weil hier an dieser Tankstelle, deswegen habe ich mir die eigentlich auch extra ausgesucht, so ein besonders schöner Luftspendepunkt ist, der also auch die hohen Drücke, die wir hier in den Transporterreifen drin haben, dann auch tatsächlich fahren kann. Jetzt ist vor mir ein Kleinwagen gerade an diese Luftsäule rangefahren. Mit jedem Versuch, den sie gemacht haben, ist immer mehr Luft aus dem Reifen rausgegangen. Da seht ihr die beiden stehen im Hintergrund. Und jetzt haben sie nur noch 0,4 Bar im Reifen und die Säule funktioniert einfach überhaupt nicht. So, da das mit meiner Luft nichts wird das wenigstens für dieses Auto hier was. Da seht ihr das Ganze. Hier sind wir auf 0,4 runter. Damit könnte man wirklich definitiv nicht mehr fahren. Wenn wir hier jetzt messen, also der springt leider nicht mehr an. Der hat halt richtig schön die LKW-Drücke. Deswegen wollte ich da eigentlich auch dran Luft tanken. Jetzt habe ich hier so ein Pannenkit. Habe ich mir extra mal für Notfälle besorgt hier. Hier ist das. Der ist jetzt richtig aufgeschraubt und wir haben den Motor laufen lassen, denn meine Batterie ist natürlich nach der Winterpause jetzt auch nicht die beste. Jetzt hoffen wir. Und wir hoffen zu Recht. Er läuft. Und der junge Mann neben mir hier ist Zeuge dafür, dass das hier alles nicht gestellt ist. Hier ist alles echt. Hat er sich schon wieder einigermaßen gehoben hier. Aber euer Reifen sieht nicht gut aus, ne? Wenn ihr euch das hier mal anguckt, kommst du mal? Hier, komplette Rissbildung rundrum. Das heißt, dieser Reifen, wie alt ist denn der? Ich guck mal nach der DOT-Zahl hier. Da ist die DOT. 2217. Der ist aus der 22. Woche 2017. Das heißt, er ist jetzt 6,5 Jahre alt. Aber das hier, das sieht mir gar nicht gut aus. Das sieht mir danach aus. Wir gucken gleich mal die anderen Reifen von euch auch noch mal an.
Weil das kann die gesamte Lauffläche auf Schlag abreißen. Jetzt ist er bei 2,5. Jetzt müssen wir hier schnell sein beim Abschrauben. Das zieht sich auch durch. Wenn man genauer hinguckt, sieht man auch, dass er hier überall in der Flanke so leichte Risse hat. Aber hier sieht man es richtig deutlich. Gucken wir mal den Vorderreifen an. Ja, der hat ein ähnliches Bild hier. Was ist das für einer? Aquatrick Friedestein. Eigentlich ist Friedestein ein guter Reifen. Der sollte nach 6 Jahren noch nicht unbedingt so aussehen. Auf dieser Seite sieht es etwas besser aus. Aber auch da, ne? Und der sieht am besten aus. Aber ich würde ganz dringend die Reifen tauschen. Ganz dringend. Also nicht mehr lange mit fahren, nicht mehr lange mit warten. Bestellen neue Reifen. Das ist aus dem Flaggenalphabet, ne? Ja, fast. Das hat mit christlicher Seefahrt zu tun. Die beiden hier, ich bin schon öfter gefragt worden, das sind die Taucherflaggen, weil ich bin Sporttaucher. Das heißt Taucher im Wasser. Das ist die alte Beflaggung dafür und das ist die neue Beflaggung. Das ist doch das A, der Alpha. Das kann sehr gut sein, ja. Ne? Und das hat halt gleichzeitig in der Seefahrt die Bedeutung Taucher im Wasser, Mindestabstand so und so viel, ne, für die christliche Seefahrt. Und damit Sie sich immer erinnern können, wer Ihnen in der Panne geholfen hat, kriegen Sie einen kleinen Küchenmagneten, weil das ist das Einzige, was ich gerade mit habe. Schön, vielen Dank. Ja. Denn immer gute Fahrt. Und das Video, wo die Pannenhilfe mit drin ist, wird wahrscheinlich tatsächlich morgen schon. An Ostersonntag werde ich das veröffentlichen, weil ich hier gerade was drehe zum Thema Dieselpest. Dann können Sie sich morgen gleich das auf YouTube angucken. Ne? Alles klar. Vielen Dank. Gerne. Tja, immer gut, so ein bisschen was für Notfall mit dabei zu haben. In dem Fall diesen kleinen Kompressor. Der ist eigentlich so für meine Notfälle gedacht gewesen. Jetzt hat er mal seinen ersten echten Einsatz hinter sich. Und auch die Tankstelle hat sich explizit bedankt. Normalerweise unter der Woche wäre das ja kein Thema. Da haben die hier dann entsprechend die Werkstatt auf. Aber jetzt am Wochenende, er steht alleine in der Kasse. Ich habe noch einen netten, schönen Cappuccino. Und noch was aus dem Bistro als Dankeschön für die Pannenhilfe bekommen. Von daher alles gut. Wenn wir uns jetzt wieder dem Thema Dieselpest dann zuwenden, was kann man denn dagegen tun, prophylaktisch? Das ist eigentlich das Beste, was ihr tun könnt. Und da habe ich, wie ich im ersten Video dazu schon gesagt habe, Gott sei Dank eine Sache richtig gemacht. Ich habe direkt vorm Winter randvoll getankt. Denn das Kondenswasser, das ich auch im Tank bilden kann, plus das Wasser, was ohnehin schon im Diesel enthalten ist eigentlich des Wurzels übel. Das ist diese kleine Wasserblase, in der das Leben entstehen kann, in der die Dieselpest quasi wachsen kann. Letzten Endes wie in unseren Trinkwassertanks, wo ja auch dann ein Biofilm sich dann entwickeln kann. Und auch der kann schimmeln und auch der kann dann ja nicht mehr zu beseitigende Schäden an unserer Trinkwasseranlage dann hinterlassen. Dasselbe passiert quasi im Dieselsystem auch. Tankt möglichst vor der Winterpause einen Dieselkraftstoff wie zum Beispiel Aral Ultimate, der zwar als B7 deklariert ist, wo aber Aral sagt, wir mischen dort im Normalfall keine Biodieselanteile ein. Dasselbe gibt es auch bei vielen anderen Anbietern, macht euch da gerne schlau darüber. Also ich weiß, dass es bei Shell dann noch einen entsprechenden Dieselkraftstoff gibt, der heißt dort etwas anders, ist natürlich dann auch die teurere Variante. Aber wir reden von einer einzigen Tankfüllung. Diese Tankfüllung liegt dann vielleicht bei 10 Euro mehr, die sie dann kostet gegenüber einer normalen Tankfüllung. Aber ihr habt dann einen viel, viel geringeren Biodieselanteil, hoffentlich sogar gar keinen. 100% sicher sein könnt ihr euch dort aber nicht, denn wie gesagt, auch dieser Diesel ist als B7 deklariert und darf ganz offiziell auch Biodieselanteile haben. Also eine 100%ige Sicherheit gibt es dort nicht. Dann ist es natürlich gut, wenn ihr vor dem Tanken die normale Dosierung 1:1000 von dem Dieseladditiv gegen die Dieselpest von Liquimoli einfüllt. Gemäß eurem Tankvolumen dann die entsprechende Menge. Da drauf dann drauf tankt, damit sich das gut durchmischt. Und dann ist euer Diesel für die Winterpause stabilisiert und es sollte eigentlich nichts passieren. Regelmäßiger Wechsel des Dieselfilters ist ebenfalls geboten. Also vernachlässigt eure Wartung nicht. Der Dieselfilter gehört regelmäßig ausgetauscht und gewechselt. Bei früheren Fahrzeugen gab es sogar ein Entwässerungsventil. Wir gucken uns jetzt mal zusammen unter der Motorhaube an, wie denn das beim aktuellen Fiat Ducato, naja, ganz aktuell ist er nicht mehr, meiner ist Baujahr 2020, ist noch ein Modell 7, aber wie dort der Dieselfilter dann eigentlich aussieht.
Ja, hier hinten seht ihr ihn, da ist der Dieselfilter, dieses runde Gehäuse hier. Ein Entwässerungsventil sehe ich hier nicht, fühle ich hier nicht. Ich werde mir das nochmal genauer angucken, ob das eventuell bei diesem Modell 7 ein Entwässerungsventil hat. Oder wenn es einer von euch weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wäre eine echte interessante Frage, ob beim Modell 7 Fiat Ducato 2,3 Liter 140 PS vom Baujahr 2020, ob es dort eine Entwässerungsschraube tatsächlich an dem Dieselfiltergehäuse gibt. Wer das weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Schmierfähigkeit von Wasser ist gleich 0. Die Hochdruckpumpe, die ihr für die Einspritzanlage habt, und wir reden hier von wirklich hohen Drücken. Wir haben aktuell Motoren, die mit bis zu 2500 Bar dann einspritzen. Es gibt sogar schon Überlegungen, die Drücke noch weiter anzuheben. Meine Tauchflasche, von der jeder sagt, handle with care, bloß nicht aufrecht hinstellen, immer liegend lagern und so weiter. Die Dinger sind schon wirklich gefährlich. Die haben 200 Bar Druck, Luftdruck da drin. Und wir reden jetzt hier von Einspritzdrücken von 2500 Bar. Da haben wir es also mit enorm hohen Drücken, gerade im Vergleich zu so einer Tauchflasche zum Beispiel dann zu tun. Und das macht es dann auch nachvollziehbar, dass bereits kleine Wassermengen, die dann bis zur Hochdruckpumpe dann gelangen, wirklich für enorme Schäden dann sorgen können. Denn die Schmierwirkung von Wasser im Vergleich zu Diesel ist gleich 0. Und wenn dann mit solch hohen Drücken dann gearbeitet wird, das kann man sich vorstellen, dass das dann große Schäden hinterlassen kann. Also auch ohne jede Dieselpest, alleine nur das Wasser wird irgendwann dann gefährlich. Deswegen regelmäßig dann auch den Dieselfilter austauschen. Dann seid ihr das Wasser, was sich da gegebenenfalls gesammelt hat, dann auch wieder los. Wenn ihr das Antibakterienadditiv dann tatsächlich einfüllt, wie gesagt, es muss nicht Liquimoli sein, es gibt auch noch ein paar andere Hersteller. Ich werde euch mal ein, zwei raussuchen und unter dem Video verlinken. Fahrt danach auch nochmal eine größere Runde, damit sich das Additiv, das dann ja durch das Tanken dann auch nochmal im Tank richtig schön verteilt hat, auch durch alle Dieselleitungen, in den Dieselfilter und auch in die Einspritzleitungen dann komplett verteilt hat, dass also überall dort, wo der Dieselkraftstoff jetzt längere Zeit in den Leitungen steht, dann auch das Additiv sich verteilt hat. Dann habt ihr auch einen guten Schutz über den Winter auch in diesem Teilsystem. Optimal ist es natürlich, wenn ihr dann den Dieselkraftstoff auch in der Winterpause tatsächlich verbraucht bekommt mit einzelnen Ausflügen. Also es ist tatsächlich etwas, was ich mir für die nächste Winterpause vorgenommen habe, denn doch vielleicht nochmal die Wohnmobilsaison ein bisschen auszudehnen und da doch nochmal die ein oder andere Wintertour mal einzuplanen. Einfach nur, um dann auch mal wieder den Diesel weggefahren zu haben. Geht mir meistens sowieso so, dass es mir ein bisschen abgeht, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Also weshalb nicht mal im Winter mal einen Kurztrip nach Dänemark über ein Wochenende. Das könnte ich mir dann doch mal ganz gut vorstellen. Und dann habe ich den Diesel nämlich dann auch mal wieder dann ausgetauscht. Dann ist auch wieder frischer Diesel drin. So, jetzt habe ich es mir verdient. Meinen Cappuccino, den ich mit der Pannenhilfe mir eben gerade quasi erarbeitet habe, dann auch in Ruhe zu trinken. Aber einen habe ich noch für euch. Ich habe nämlich... Ne, zwei habe ich. Zum einen bin ich gefragt worden, das ist ja interessant, das Konstrukt, das ich im ersten Video, das ich euch hier nochmal verlinke, zum Thema, wie ich dort die Probe vom Tank entnommen habe. Aber sowas hätten die alle zu Hause nicht liegen. Wie können sie denn eine Tankprobe entnehmen? Da habe ich dieses kleine Set hier gefunden bei Amazon. Das kostet auch nicht viel. Das lag jetzt, als ich es bestellt habe, bei 8,99 €. Das sind zwei Schläuche. Ich baue das mal zusammen hier für euch mit einem Pumpbalg und da ist auch ein Einwegventil drin. Und mit diesem 8,99 € Set könnt ihr dann durch einfache Pumpbewegung ziemlich simpel eine Spritprobe aus eurem Tank entnehmen und die könnt ihr danach ja auch in den Tank wieder zurückschütten. Nichts anderes habe ich mit meiner Dieselprobe gemacht. Die ist auch wieder zurück in den Tank gegangen, zusammen mit der Schockdosierung. Die zweite Überraschung habe ich hier. Da bin ich schon einige Male von euch drauf angesprochen worden. Also zuletzt war das, glaube ich, bei dem Video aus Frankreich, wo ich dann auf meiner Frankreich-Tour ausgerechnet zum großen Raffineriestreik dann da war und keinen Diesel mehr bekam. Also echt Probleme gehabt. Also ich habe da Blut und Wasser geschwitzt. Schaffe ich es bis zur Grenze, schaffe ich es nicht. Dabei habe ich euch Tankvorgänge gezeigt und ich habe ohne Ende Kommentare kassiert. Besorgt ihr unbedingt die AdBlue-Sicherung von Stihl.de. Die wissen ja nun auch, dass ich hier meine Magnettafeln, die ich auch liebe, von Stihl.de so schätze. Wieso habe ich denn das noch nicht? Ja, ich habe Timo angeschrieben.
Ich habe jetzt auch von Stihl.de die AdBlue Verschlusssicherung. Und das wird auch gerade in der heutigen Zeit natürlich immer wichtiger. Die Tanksicherung kommt einfach da drüber. Damit kann man dann den AdBlue-Tank nicht mehr öffnen und irgendwelche Schindluder betreiben. Dann lässt sich der Tankdeckel ganz normal wieder aufsetzen. Und schon haben wir unseren AdBlue-Zugang gesichert. Finde ich ein beruhigendes Gefühl, kostet nicht viel, werde ich euch auch unter dem Video hier einmal verlinken. Wenn ihr den Code von mir benutzt, bekommt ihr sogar noch entsprechenden Rabatt. Also denkt daran, den Code einzusetzen, Travel with me. Dann habt ihr hier das Ganze auch noch einen kleinen Happen billiger. Günstiger, muss ich eigentlich sagen. Denn die Sachen von Timo, muss ich wirklich sagen, die sind ihr Geld wert. Also die Magnettafeln machen mir immer noch einen Heidenspaß. Ich habe auch schon wieder die ein oder andere neue Idee, was ich hier noch verändern will dieses Jahr, wo ich noch neue Sachen machen möchte. Werdet ihr auch demnächst hier als Video auf meinem Kanal dann vorfinden. Bevor ich es vergesse, ich wünsche euch allen von Herzen ein frohes Osterfest. Genießt die freien Tage, so wie ich es tue. Vielleicht mit einer Reise, vielleicht mit der Vorbereitung eurer Wohnmobile. Auf geht's in die neue Saison. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder ihr Interesse habt an meiner Saisonvorbereitung, die hier demnächst auf meinem Kanal losgeht, abonniert gerne. Wer nicht abonniert, viele kennen schon meinen Schnack, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich ganz ehrlich über jeden von euch, der hier ein Abo dalässt. Und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Und das schwarze Schaf, auch wenn das hier weiß ist. Aber das ist dafür lecker. Frohe Ostern!